Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute ist hier eine Runde Shake, Sand, Fidget und heute wieder auf meinem Main unterwegs, denn wir wollen heute noch ein bisschen was schaffen diesbezüglich auf die Begleiter, denn meine Begleiter sind noch nicht komplett maxed out, was so die Resistenzen angeht. Wir haben ja hier in der Schattenwelt im Olymp stehen wir ja vor dem Ares und der Ares, der macht halt Feuerschaden so, ne? Und ja, früher war es mir egal gewesen, ob meine Begleiter gut ausgerüstet waren oder nicht. Was die Runen anging, ich habe jetzt keinen Runentausch für irgendwas gemacht, das war es mir immer nicht worth. Jetzt ist es mir schon worth, weil ja, ich ja auch auf dem Server hier ein bisschen was von oben bekomme und deswegen machen wir das einfach mal. Ne? Tut ja denn nicht ganz so doll weh und dann haben wir bessere Karten auf jeden Fall bei dem Ares. Dann machen wir zum Schluss. Zum Ende machen wir dann nämlich ein paar Tries und gucken mal, ob das ein bisschen was gebracht hat. So, also wir fangen mal beim Bertram an. Der hat hier 75% gegen Feuer. Wir brauchen im Prinzip nur Widerstandsrunen gegen Feuer. Und ja, die meisten sind ja hier mit Lebensenergie oder besser gesagt alle. So, also von daher können wir hier ruhig eine Rune tauschen. Das ist nicht ganz so wild. Denn ja, im Prinzip kommen wir ja eben auf die 15%, also von daher alles cool. So, wir gucken mal, was der Marquardt hier anhat. Ich glaube, da müssen wir mal schauen. Intelligenz, das ist fünfmal verbessert. Dann nehmen wir mal den Hut gleich hier. So, Rune tauschen. Da ist ein schwarzer Edelstein drin beim Hut. Und dann schauen wir mal, so, das ist hier der Stärkehut. Hier haben wir den Intelligenzhut. Ja, das ist das Ding, 5-mal verbessert, 20 Pilze. Ja, kostet zwar ein bisschen was, nicht? Aber dafür haben wir jetzt hier schon mal 38% Feuer in den Kessel damit. So, können wir natürlich gleich nutzen, denn ja, wir questen mal nebenbei natürlich auch ein bisschen, ne? Effizienz muss sein, sage ich immer. Und machen schon mal einen Fight hier. So, und jetzt gucken wir mal, den nehmen wir gleich mit. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht Runen haben mit Feuer, Widerstand gegen Feuer. Das wäre ganz nützlich. Ansonsten müssen wir mal ein bisschen was blättern. Ne? Widerstand gegen Eis haben wir hier. Blitzschaden, ne, brauchen wir nicht. Qualität gegen Blitze, ne, wir brauchen gegen Feuer. Gut, haben wir jetzt nichts großartig. Schauen wir mal nach, was wir im Shop so Schönes finden. Ne? Und hoffen natürlich, wir können natürlich auch Widerstandsruhen gegen alles nehmen, ne? Aber gegen Feuer ist natürlich auch ganz nice auf jeden Fall, wenn es halt nur gegen Feuer ist. Dann kann man ja halt immer nochmal wieder schauen. Ne? Bei diesen normalen Items, die sind halt anders gecapped als die epischen Items und deswegen gehen die Resistenzen oder die Boni nicht so hoch. Zum Beispiel hier bei Gold ist nur auf 25% gecapped. So, ne? Hier bei den Waffen ist der Schaden generell nur auf 30% gecapped. Und deswegen, bei den Epics ist es halt dann eben umso besser, wenn man die dann bekommt. So, und da dann halt auch die dementsprechenden Runen drauf. So, kostet 10 Millionen Gold. Kostet ganz schön, ne? Das ist gar nicht mal so worth, muss ich sagen. Wir können zwar wieder verkaufen so, aber richtig Wert hat das Ganze nicht. Es ist halt wieder ein Skillpoint, ne, der halt dabei flöten geht. Das muss man jetzt immer schon mal bedenken und das ist, auf lange Sicht gesehen schon relativ belastend. So, wir nehmen mal die Jacke, ne, die hat auch noch Lebensenergie. So, jetzt haben wir hier getauscht, jetzt hat die Jacke hier Widerstand gegen Feuer und jetzt sind wir bei 75%. Ja, so, vielleicht können wir das nochmal an einem anderen Tag in den Hexenkessel schmeißen, dann haben wir wenigstens ein bisschen weniger Verlust gemacht. So, ist der Marquardt auch schon mal resistent gegen Feuerangriffe, ja. Könnte eventuell ganz nützlich sein. So, wir sind ja sowieso maxed out hier. So, Bertram hat 75% Feuer, Marquardt jetzt auch. Und jetzt fehlt noch die Kunigunde. Oh, die Kunigunde hat auch 75% schon. Okay, ja, nice. Bei Marquardt, ich glaube bei der Kunigunde oder bei Bertram, ich weiß nicht, einen von beiden, der hat dann auch nicht ganz gemaxt. Da habe ich vorher schon eine Runde getauscht. So.
Ja, das hatte ich aber offscreen gemacht auf jeden Fall. Und ja, jetzt sind wir eigentlich gut gewappnet, tatsächlich, also runentechnisch auf jeden Fall, sind wir jetzt ja auch so aufgestellt, besser geht's nicht. Ne? Natürlich sind die Items nicht so nice, sind auch nicht großartig verbessert hier. Das ist für mich jetzt nicht von Relevanz, da Kristalle reinzustecken in die ganze Angelegenheit hier. Hier ist so, der Bertram hat hier sogar eins, das ist nicht einmal verbessert. Ja gut, das kann man vielleicht noch machen. So, da haben wir ja genug Ressourcen. Das ist die ersten Verbesserungen, die sind ja hauptsächlich Metalle und keine Kristalle. Und auf dem Server haben wir ja mehr als genug Metalle schon gesammelt. Und ja, hier seht ihr die Items von meinen Begleitern. Genau, falls ihr auch mal eventuell das in den Dungeon Simulator packen wollt oder so und man die Chance ausrechnen will, wie hoch das Ganze ist, hier sind die ganzen Items auch, ne? Falls da irgendjemand dran Interesse hat, das rauszufinden, wie hoch meine Chance gegen Ares ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt gut aufgestellt und wir versuchen mal ein paar Tries. Mal schauen. Im Prinzip hat der Marquardt ja jetzt das Upgrade bekommen. Aber ich habe auf den Marquardt immer nie so geguckt. Aber ja, könnte sein, dass er vielleicht jetzt einen Schlag mehr aushält oder so. Ne? Ist jetzt halt, oh, siehst du, da ist der Schlag, den er mehr ausgehalten hat. Ne? Bringt uns aber halt auch trotzdem wirklich minimal wenig so. Ne? Wir machen ein paar Tries. Sehr guter Try. Ein sehr, 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 sehr guter Try. Das ist schon einer meiner besten. 3,1 Milliarden war halt mein allerbester Versuch, aber das ist schon einer, da würde ich sagen, das ist schon ein sehr starker Angriff gewesen. Wir gucken mal, wir geben mal ein paar Pilze aus. Ich will hier nicht zu viel ausgeben, auch an Ares. Ist ja auch irgendwo immer so Zähne ausbeißen, so ein bisschen bei ihm. Ne? Also das bringt nicht sonderlich viel. Ne? Generell hier rein zu pilzen auf dem alten Account bringt nicht viel. Ja, weil es bringt halt wirklich kaum Erfahrung. 300 Millionen sind halt nichts auf dem Level. Und ja, es bringt mir halt nur ein bisschen, ja, sag ich mal, dass ich sagen kann, ich habe Ares down, weißt du? Und dann, ja, kann man damit rumflexen, so, ne? Aber ansonsten bringt es nicht großartig viel, ja, übermäßig viele Pilze hier reinzustecken. Immer mal wieder kann man das machen, aber ansonsten, ja, lege ich die Pilze dann doch eher irgendwie anders, ja, oder gebe ich die anderweitig aus, als hier Tries gegen Ares großartig zu machen, so, ne? Im Video, klar, kann man das natürlich bringen, ist ganz cool. Aber ja, wäre cool, wenn wir nochmal einen Try sehen würden, wo wir, ja, weiß ich nicht, so mal unter 3,1 Milliarden kommen, damit wir unseren besten Try auch mal speichern können. Ne? Das wäre ganz cool und uns den Fight mal anschauen können. Wäre aber natürlich auch umso nicer, wenn wir Ares auch komplett besiegen würden. Ne? Das wäre natürlich noch besser. Aber ich glaube, Ares, der hat nach wie vor nicht wirklich Bock auf uns. Trotzdem werden wir ihn mal von Zeit zu Zeit versuchen. Wir werden ja als Charakter werden ja auch immer stärker. Ne? Und von daher ist es halt auch nur noch eine Frage der Zeit. Und ich glaube mal, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Jetzt, wie gesagt, wo wir nochmal die richtigen Runen ausgerüstet haben. Ich werde auch nochmal bei dem nächsten Epic-Event gucken. Denn ich habe hier noch ein paar Runen, die sind nicht ganz maxed out. Klar, hier habe ich Eisschaden drin, hier Eisschaden 52%, Marquardt hat 55% Blitzschaden und die Kunigunde hat 60%. Also hier kann man auch noch ein paar Prozent rausholen. Aber die 60%igen Runen, die bekommst du halt nur auf Epics und nicht auf den normalen Waffen hier, ne? Weil ihr ja gesehen habt, die sind auf 30% gekappt. Und da warte ich dann bis zum nächsten Epic-Event und werde mal versuchen, ein paar Runen auszutauschen für Bertram und für mein Marquardt. Dann haben wir da nochmal bessere Karten, was das angeht, drauf denn, Ares zu besiegen. Und ja, wenn die dann mit Maxed Out Waffenruhen dann auch noch rumlaufen, dann denke ich mal, ist Ares relativ gut machbar. Wie gesagt, es waren ja schon ein paar Tries dabei, auch sehr guter Try gewesen eben, wo man gesehen hatte, der ist wirklich, ja, der dauert nicht mehr allzu lange so, ne? Aber gut, wir gehen noch bis auf 4050 Pilze runter und schauen mal, wie weit wir kommen, ob wir nochmal einen guten Try dabei haben. Ansonsten machen wir jetzt nämlich gleich Feierabend. Vielleicht liegt er noch zum Schluss, ja. Das nochmal ganz zum Schluss nochmal. So, 6 Pilze, 5, 4,
3, die sehen nicht so gut aus, 2, das sind schlechte Tries, 1. Und der letzte Versuch, okay, gut. Soll es heute noch nicht gewesen sein, aber wir werden auf jeden Fall immer stärker Ares gegenüber. Und da nehme ich euch auf jeden Fall weiterhin mit auf die Reise, bis wir halt den Ares irgendwann mal in die Knie gezwungen haben, ne? Aber gut, das werden wir auf jeden Fall irgendwann anders schaffen. Und bis dahin hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.